Jo Leute, heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr eure eigene Website einmal bei Google listen könnt. Dass, wenn man danach sucht, zum Beispiel nach Keywörter, dann wird die Website direkt angezeigt. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, let's go. So, also wir werden heute ein kostenloses Template einmal runterladen, dann auf den Server einmal hochladen und im Anschluss listen wir die bei Google. Dann starten wir direkt mal, indem wir auf diese Seite hier gehen, Free CSS, die Seite werde ich auch einmal verlinken, und dann gibt es hier kostenlose Webseiten, die wir einfach runterladen können und verwenden können, so als Template. Ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ich habe hier schon eine Website ausgesucht, die sieht ziemlich modern aus und hat hier so einen coolen Slider. Genau, diese Website werden wir für unser Experiment einmal nehmen. Dann downloaden wir das einmal komplett. Und dann ziehen wir die einmal auf den Desktop. Und dann können wir einmal testweise schauen, ob alles funktioniert. Genau, wurde sehr gut runtergeladen. Ja, klappt alles soweit. Okay, dann haben wir jetzt einmal die Website und wir werden heute eine Subdomain einrichten. Das heißt quasi, man hat jetzt eine normale Domain, zum Beispiel snapstar.net, und wir machen davor zum Beispiel tutorial.snapstar.net. Dann machen wir eine Subdomain daraus. Die nennen wir tutorial.snapstar.net. Genau, dann gehen wir einmal auf Speichern. Und jetzt wird die einmal eingerichtet und diese Website können wir dann komplett clean einmal laden und die dann bei Google listen. So, die Seite ist jetzt soweit fertig, snapstar.net, und wir wollen die Seite jetzt einmal mit unserem FTP-Server verbinden. Das heißt, wir connecten uns einmal, wir gehen einmal auf Hosting, dann gehen wir einmal auf FTP. Und hier habe ich schon ein Nutzerkonto erstellt. Genau, dann gehen wir hier einmal drauf. Und hier sind unsere Daten, die wir uns einmal hier rauskopieren können. Dann gehen wir einmal auf FileZilla. Und dann gehen wir auf Datei und dann auf Server Manager. Und hier können wir dann die ganzen Daten eingeben, die wir brauchen. Genau, dann einmal verbinden und einmal auf OK. So, dann werden schon die ganzen Verzeichnisse geladen, die ich in der Vergangenheit hochgeladen habe. Dann ziehen wir einmal unseren Ordner hier rein. Die Website ist jetzt auf den Server hochgeladen. Und jetzt gehen wir einmal auf Subdomains. Und hier Tutorials Snapstar. Und jetzt müssen wir einmal unseren Webspace einmal mit unserer Seite verbinden. Das heißt, in dem Fall die Website raussuchen, den Ordner, wo die Website gespeichert ist. So, jetzt habe ich die Website einmal verbunden. Und jetzt, wenn man hier auf den Link klickt, dann wird die ganz normal angezeigt. Das wollen wir nämlich genauso. Auch hier HTTPS geschützt, Verbindung ist sicher, sehr gut. Jetzt kommen wir einmal zum Listen der Website, und zwar müssen wir auf die Google Search Console. Genau. Das werde ich natürlich auch in die Beschreibung packen. Und genau, wenn ihr euch hier registriert habt und angemeldet, dann kommt hier einmal auf die Startseite. Und hier könnt ihr dann einfach eine neue Property hinzufügen. Hier können wir schon quasi unsere Domain einfügen, die wir listen wollen. Aber es gibt noch einen sehr, sehr wichtigen Zwischenschritt. Ohne das funktioniert das nicht. Und zwar müssen wir einmal hier eine Startseite hin tun. So, wir gehen einmal in den Ordner rein. So, jetzt ist ja unsere Website einmal auf dem FTP-Server und jetzt müssen wir einen sehr, sehr wichtigen Schritt machen, sonst wird die Website nicht gefunden bei Google. Und zwar müssen wir einmal Verzeichnis erstellen und jetzt nennen wir die Seite zum Beispiel Startseite. So, und jetzt müssen wir alle Dateien,
die wir haben, in diesen Ordner reinmachen. Ich weiß auch nicht, warum das bei Google so ist, aber ja, muss so, würde ich sagen. Genau. Und jetzt gehen wir einmal auf neue Datei erstellen und geben hier index.php ein. So, dann gehen wir einmal in die Datei hier rein und geben hier diesen Code hier ein. Am besten Startseite noch klein. Genau, so wie wir den Ordner genannt haben. Genau. Und jetzt quasi, der geht in dieses Verzeichnis, dann sieht er, okay, index.php hat ein Redirect, quasi eine Weiterleitung auf die Startseite.index.php. Gehen wir einmal hier drauf und jetzt sehen wir, okay, die Weiterleitung hat schon mal funktioniert soweit. Aber das war ja keine PHP-Datei, sondern eine HTML-Datei. Deswegen gehen wir hier nochmal einmal rein und geben wir HTML ein. So, genau. Wenn wir jetzt hier einmal auf unsere Seite gehen, dann wird direkt die Seite geladen und dieser Pfad wird dann am Ende auch bei Google gefunden. Jetzt können wir hier einmal unsere Seite angeben und auf Weiter klicken. So, dann müssen wir jetzt einmal unsere Domain-Inhaberschaft bestätigen, dass wir auch wirklich diese Seite besitzen. Wir gehen hier einmal auf alle DNS-Anbieter und dann gehen wir einmal auf Kopieren, weil das brauchen wir jetzt nämlich. Und zwar gehen wir hier einmal zurück auf unsere Seite und dann auf DNS. Und hier müssen wir einen Eintrag hinzufügen, Records hinzufügen und dann TXT-Datei. Und hier müssen wir dann einmal den Google-Code eingeben. So, wenn das gemacht ist, dann gehen wir einmal auf Bestätigen. Und wenn jetzt alles geklappt hat, yes, hat alles geklappt. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache machen, um die endlich zu indexieren. Und zwar geben wir jetzt nochmal unseren Link hier ein. So, Index. So, und jetzt gehen wir auf Indexierung beantragen. Und dann schauen wir mal. Ja, Indexierung wurde beantragt. So, und jetzt müsst ihr einfach nur 1-2 Tage warten, bis die Google-Leute das einmal kontrolliert haben und dann wird eure Website bei Google angezeigt. Das war's fürs Video. Gebt gerne einen Like nach oben und bis zum nächsten Mal.